zusammen, wir stricken heute mit euch dieses Muster, ein sehr interessantes, aber auch sehr leichtes Muster, lässt sich leicht stricken und auch leicht merken kann man das Muster. Passt mit Sicherheit sowohl für Oberteile als auch zum Beispiel für Wohnaccessoires. Kann ich mir auch sehr gut zum Beispiel Kissenhüllen vorstellen. So schaut das Muster aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Die Maschen für das Muster habe ich bereits angeschlagen. Mustersatz besteht hier aus 4 Maschen plus 2 Randmaschen. Das heißt 4 mal 5 sind 20 plus 2 Maschen habe ich jetzt 22 Maschen angeschlagen. Die erste Reihe stricke ich alle Maschen rechts. Die Randmasche hebe ich ab. Dann stricke ich alle Maschen rechts. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Die Randmasche stricke ich auch rechts. Die kann man aber auch links stricken, so wie man gewohnt ist. Und ich stricke keine verkreuzten Maschen, sondern ich stricke normale rechte Maschen. Es sind unterschiedliche Stricktechniken. Habe ich den Unterschied schon mal in einem Video gezeigt. So, die letzte Masche habe ich rechts gestrickt, deswegen hebe ich die erste Masche jetzt so ab, die Randmasche, dass ich den Faden vor der Arbeit lege. Und dann hebe ich die erste Masche ab. Wenn man links strickt, dann bleibt der Faden ganz normal hinter der Arbeit. Jetzt stricke ich 4 Maschen links. Jetzt mache ich einen Umschlag. Und das Ganze wiederholen wir. 4 Maschen links. Einen Umschlag. 4 Maschen links. Einen Umschlag. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Immer 4 linke Maschen, ein Umschlag und so weiter. Jetzt bin ich am Ende der Reihe. Ich habe 4 Maschen links gestrickt, ein Umschlag und die letzte Masche stricke ich rechts. Wie gesagt, die kann man aber auch links stricken. So, jetzt wenden wir das Ganze. So, jetzt stricken wir die dritte Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. So, jetzt mache ich einen Umschlag. Den Umschlag der Vorreihe lasse ich fallen. Jetzt hebe ich eine Masche ab, ohne zu stricken. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. Jetzt hebe ich die erste abgehobene Masche über diese ganzen 3 Maschen, so ziehe ich die Masche rüber. So, und das Ganze wiederholen wir. Ich mache einen Umschlag, diesen Umschlag lasse ich fallen, die erste rechte Masche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. Und jetzt die erste rechte Masche hebe ich über diese 3 Maschen. So schaut es aus. Also wir haben hier jetzt den Umschlag und die rechte Masche haben wir über diese 3 Maschen gezogen. Jetzt nochmal ein Umschlag. Den Umschlag lasse ich fallen. Die rechte Masche hebe ich ab. 3 Maschen rechts. Jetzt ziehe ich diese rechte Masche, die erste, über die nächsten 3. So schaut es aus. Das Ganze wiederholen wir. Ein Umschlag, den Umschlag lasse ich fallen, die Masche abheben, 3 Maschen rechts. Jetzt hebe ich mir die Masche über die 3. Ein Umschlag, den Umschlag lasse ich fallen, die Masche hebe ich ab, 3 Maschen rechts.
So, jetzt nochmal versuche ich die Masche, so ziehe ich so rüber und die Randmasche stricke ich jetzt rechts. So schaut die Reihe aus. Und jetzt stricken wir die 4. Reihe. Ich wende alles. Und die 4. Reihe stricken wir alle Maschen links. Also die Randmasche hebe ich ab und dann stricke ich alle Maschen links. Den Umschlag stricke ich auch links. 3 Maschen, 3 linke Maschen stricke ich links und den Umschlag stricke ich auch links. So schaut es aus und so stricke ich, bis ich am Ende der Reihe ankomme. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe, den Umschlag stricke ich auch links und die Randmasche stricke ich rechts. So, dann schauen wir einmal zusammen. So schaut das Ganze aus. Und jetzt wiederholen wir ab der 1. Reihe. Das heißt, ich stricke jetzt eine Reihe rechte Maschen. Also die Randmasche hebe ich ab und stricke alle Maschen rechts. So schaut es aus. Jetzt wende ich das Ganze und stricke genauso wie die 2. Reihe. So, die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich 4 Maschen links, ein Umschlag, 4 Maschen links, ein Umschlag und so weiter. Und jetzt stricken wir die 3. Reihe nochmal. Die Randmasche hebe ich ab. Ich mache jetzt einen Umschlag. Diesen Umschlag lasse ich fallen. Die 1. Masche hebe ich ab. Jetzt 3 Maschen rechts. Und dann hebe ich mir die 1. rechte Masche über 3 weitere Maschen. Und nochmal einen Umschlag. Die 1. Den Umschlag, den 2. lasse ich fallen, die Masche hebe ich ab, der Faden ist dabei hinter der Arbeit und jetzt 3 Maschen rechts. Jetzt hebe ich die 1. rechte Masche über die nächsten 3. Das Ganze wiederholen wir und die letzte 4. Reihe stricken wir alle Maschen links. Die ersten 3 Maschen stricke ich links und den Umschlag stricke ich auch links. So schaut es aus. Ich stricke noch ein paar weitere Reihen, damit man das Muster besser sehen kann. So, also so schaut das Muster aus. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Muster, vor allem auch ist leicht zu stricken und auch sehr leicht zu merken. So, also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.